Wenn du in die Schweiz auswandern willst als Unternehmer, dann gibt es zwei sehr wichtige potenzielle Steuerfallen, von denen du unbedingt wissen musst. Und diese beiden möchte ich dir gerne in diesem Video vorstellen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unser Seminar Auswandern in die Schweiz in Zürich. Dieses Seminar richtet sich an Unternehmer, Freiberufler, Investoren, aber auch Ruheständler, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, in die Schweiz umzuziehen. Zwei intensive Seminartage in Zürich, wo wir alles besprechen, natürlich auch die hier angesprochenen möglichen Steuerfallen. Neben mir sind üblicherweise auch einige Schweizer Anwaltskollegen dabei und gemeinsam erzählen wir dir alles zu Themen wie zum Beispiel die beste Kantonswahl, wie man ein Unternehmen in der Schweiz gründet, welche Banken zu empfehlen sind, wie du die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommst, aber natürlich auch, was man aus deutscher Sicht wissen muss, Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht und natürlich auch das kritische Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz mit der überdachenden Besteuerung. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich befinde mich momentan in Zürich in der Schweiz. Hier hatten wir diese Woche unser Seminar Auswandern in die Schweiz. Eine sehr interessante Gruppe von Teilnehmern war dort zugegen. Die Schweiz, sie ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Mehr als 20.000 Deutsche ziehen pro Jahr in die Schweiz um. Das ist schon eine sehr große Anzahl von Menschen. Und warum ist das so? Natürlich, die Schweiz, sie ist außerhalb der EU. Sie ist ein Land, das Deutschland sehr nahe ist, nicht nur regional, auch von der Mentalität her. Natürlich, die deutsche Sprache ist gegeben. In der Schweiz funktionieren die Dinge, die Züge sind pünktlich, die öffentliche Verwaltung ist effizient, die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich enorm und die Steuern ein Traum. Tatsächlich aber ist der Umzug in die Schweiz zum Teil relativ komplex. Es ist nicht so einfach, wie wenn du zum Beispiel nach Panama umziehen würdest oder zum Beispiel auch nach Malta. Länder, in denen die Steuersysteme nicht sehr komplex sind und in denen man relativ einfach steuerliche Vorteile erhalten kann. Wenn man in die Schweiz umzieht, dann muss man etliche Details kennen und man muss dann für sich entscheiden, ob das wirklich steuerlich auch tatsächlich für einen funktioniert. Da gibt es Konstellationen, die funktionieren. Die sind natürlich höchst attraktiv. Allerdings gibt es eben leider auch einige Steuerfallen, die dann einem den Umzug in die Schweiz ganz schön versauern können. Und die muss man im Grunde genommen im Vorfeld wissen, weil das sind ganz wichtige strategische Aspekte. Und wenn diese dich betreffen können, dann hast du möglicherweise ein Problem. Dann müsstest du sagen, dass vermutlich der Umzug in die Schweiz nicht attraktiv für dich ist und dass du dann eher in ein anderes Land auswanderst, beziehungsweise dass du weitreichende Änderungen in deiner Struktur, in deinem Vermögen vornimmst. Zwei solcher wichtigen Steuerfallen möchte ich dir in diesem Video präsentieren. Das sind Dinge, dazu hört man nicht besonders viel. Jetzt wieder in unserem Seminar haben wir die intensiv diskutiert. Wir hatten eine Steuerrechtlerin dabei von einer der größten Kanzleien in der Schweiz, die dann dazu den Teilnehmern detaillierte Auskunft gegeben hat. Und an der Reaktion der Teilnehmer habe ich gesehen, dass sie selbst überrascht waren, denn das hatte ihnen bisher niemand erzählt. Die Berater dieser Teilnehmer hatten diese wichtigen Aspekte entweder verschwiegen oder sie haben es eben nicht gewusst. Daher natürlich wirkliche Experten in deine Auswanderung zu involvieren, ist extrem wichtig, denn der Teufel steckt wie immer im Detail. Kommen wir zur ersten Steuerfalle und das sind Liechtensteiner Stiftungen. Eine Liechtensteiner Stiftung ist nicht kompatibel mit einem Wohnsitz in der Schweiz. Man kann es leider nicht anders sagen. Warum ist das so? Nun, die Schweiz hat natürlich eine Vermögenssteuer. Das heißt also, die Vermögensbesteuerung ist extrem wichtig und eine Liechtensteiner Stiftung wird fast immer als Weg der Steuerbehörden interpretiert, der Vermögensteuer zu entkommen. Daher wird steuerlich gesehen von den Schweizer Steuerbehörden diese Stiftung schlicht und ergreifend ignoriert. Das Vermögen wird dir zugerechnet als dem Stifter und du wirst darauf in der Schweiz Vermögensteuer bezahlen müssen. Und du weißt, wenn du Privatier bist, musst du ebenfalls AHV auf dein Vermögen bezahlen. Bei einem Vermögen zum Beispiel von 8 Millionen Franken musst du möglicherweise 25.000 Franken im Jahr AHV bezahlen, wenn du als Privatier in die Schweiz umziehst und unter 65 Jahren alt bist. Nun, ob dich das nur davon abhalten würde, in die Schweiz umzuziehen, das liegt natürlich auch an der Höhe
der Vermögensteuer und diese ist natürlich von Kanton zu Kanton unterschiedlich in der Schweiz. Schauen wir uns doch einmal an, welche Vermögensteuer pro Jahr fällig wäre bei einem Vermögen von beispielsweise 8 Millionen Franken, das ich ja gerade eben auch für die AHV-Berechnung verwendet habe. Auch hier hängt natürlich die Vermögensteuer von verschiedenen Parametern ab, wie zum Beispiel Familienstand oder auch ausländisches Immobilienvermögen. Du musst zwar keine Vermögensteuer auf ausländisches Immobilienvermögen bezahlen, aber sie wirkt sich auf die Progression der Vermögensteuer in der Schweiz auf. Das heißt, wenn du ausländisches Immobilienvermögen hast, zahlst du möglicherweise eine höhere Vermögensteuer in der Schweiz. Also mit was muss man rechnen? Ich habe einmal die Gemeinden Baar im Kanton Zug, die Gemeinde Freienbach im Kanton Schwyz, wo ich früher gewohnt habe, und auch die Vermögensteuer der Stadt Zürich verglichen. Und da würdest du ungefähr je nach Gemeinde 9.000 bis 30.000 Franken Vermögensteuer bezahlen auf den Betrag von 8 Millionen Franken Vermögen. Wenn du nun auch noch die AHV dazu rechnest, die du bezahlen müsstest als Privatier, also nochmals 25.000 Franken, dann liegst du möglicherweise gemeinsam schon bei 35.000 bis 55.000 Franken im Jahr nur für dein Vermögen. Und das, obwohl du eine Liechtensteiner Stiftung verwendest, für deren Verwaltung du dann ja auch noch bezahlen musst. Gibt es hier Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung der Stiftung? Nun, natürlich hängt es vom Einzelfall ab. Die bei unserem Seminar anwesende Schweizer Steuerexpertin hat Beispiele erzählt von Liechtensteiner Stiftungen, wo diese möglicherweise kompatibel sind mit einem Wohnsitz in der Schweiz. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Kombination keine besonders gute Idee ist. Generell ausländische Stiftungen, das hat natürlich nichts mit der Liechtensteiner Stiftung an sich zu tun. Ausländische Stiftungen sind mit einem Wohnsitz in der Schweiz steuerlich nicht kompatibel. So, was ist die zweite wichtige Steuerfalle? Die zweite wichtige Steuerfalle ist, dass du AHV-Beiträge bezahlen musst auf Ausschüttungen von deutschen GmbH und Co. KGs. Das ist nicht zwingenderweise so, ob AHV tatsächlich fällig wird. Das hängt von verschiedenen Parametern ab. Aber grundsätzlich müssen Unternehmer, die an deutschen GmbH und Co. KGs beteiligt sind, damit rechnen, dass AHV fällig wird. Was ist AHV? Das ist die Schweizer Rentenversicherung. Hier sind 10% Beiträge fällig und das ist sehr wichtig ohne Deckelung. Das heißt, wenn du 1 Million Gewinnausschüttungen zum Beispiel aus der GmbH und Co. KG erhältst, dann zahlst du 100.000 Franken AHV in der Schweiz. Diese musst du auch bezahlen, wenn du älter als 65 Jahre bist, weil durch die Beteiligung an der GmbH und Co. KG wird angenommen, dass du unternehmerisch tätig bist und aus den Einnahmen der unternehmerischen Tätigkeit wird dann eben die AHV fällig. Das Problem ist im Grunde genommen, dass die GmbH und Co. KG als Rechtsform in der Schweiz so nicht bekannt ist und es daher zu diesem Problem kommt. Das gilt übrigens auch ganz klar für vermögensverwaltende GmbH und Co. KGs. Das hat das oberste Schweizer Gericht so erst kürzlich entschieden. Das ist natürlich besonders pikant, weil ja gerade viele deutsche Unternehmer sich dafür entscheiden, ihre GmbHs in eine GmbH und Co. KG umzuwandeln, um der deutschen Wegzugsteuer zu entgehen, bevor sie in die Schweiz umziehen. Die Logik ist klar, die Wegzugsteuer fällt ja nur an, wenn man an Kapitalgesellschaften beteiligt ist. Die GmbH und Co. KG ist eine Personengesellschaft, bist du also an ihr beteiligt und nicht an der GmbH direkt, fällt aus deutscher Sicht keine Wegzugsteuer an, wenn man es richtig gestaltet. So, aber das könnte genau auch der Ansatzpunkt für dich sein, wenn auch du planst, deine GmbH in eine GmbH und Co. KG umzuwandeln oder diese in eine GmbH und Co. KG einzubringen, um der Wegzugsteuer zu entgehen, weil du in die Schweiz umziehen willst, dann solltest du dich hier von einem Fachmann in Deutschland beraten lassen. Denn man muss tatsächlich sagen, dass eigentlich bei einem Wegzug in die Schweiz die Wegzugsteuer aus meiner Sicht nicht anfallen sollte. Warum ist das so? Es gibt zwei wichtige Gründe. Einmal das Doppelbesteuerungsabkommen. Dort gibt es die sogenannte überdachende Besteuerung, eine Sonderklausel, die es nur im deutsch-schweizerischen Abkommen gibt. Diese spricht Deutschland noch für 5 Jahre das Recht zu, Einnahmen aus deutscher Quelle zu besteuern. Deutschland hat also weiterhin das Recht, mögliche Verkaufserlöse aus dem Verkauf deiner GmbH-Anteile zu besteuern. Wenigstens für 5 Jahre. Damit ist zumindest bei einem temporären Umzug die Grundlage für die Wegzugsteuer entzogen. Wenn du also sagst, dass du nur temporär in die Schweiz umziehst, weil du dir noch nicht sicher bist, ob das wirklich das richtige Land ist, dann kannst du
damit auf Antrag natürlich normalerweise der Wegzugsteuer entkommen. Wenn die 5 Jahre abgelaufen sind, kannst du dich dann immer noch auf den Paragraphen 6 des Außensteuergesetzes berufen, wo ja die Wegzugsteuer geregelt ist. Auch dort wird bei einem vorübergehenden Wegzug Aufschub bei der Wegzugsteuer gewährt. Nochmals 7 Jahre und dann sogar nochmals 5 Jahre. Also insgesamt könntest du 17 Jahre lang in die Schweiz umziehen, ohne dass du die Wegzugsteuer bezahlen musst. In dieser Zeit könntest du zum Beispiel dein Vermögen umstrukturieren, deine GmbH verkaufen. Natürlich wird das dann in Deutschland steuerpflichtig, aber wenigstens hast du dann ja auch die Mittel nach dem Verkauf, um eine etwaige Steuer zu bezahlen und hättest diesbezüglich keinen Liquiditätsengpass, was ja eigentlich das große Problem der Wegzugsteuer ist. Ein fiktiver Verkauf ohne einen tatsächlichen Verkauf, ohne Verkaufserlös bedeutet, dass man keine Liquidität hat, natürlich um die Steuer zu bezahlen. So, das wäre ein Weg, um die Wegzugsteuer zu vermeiden. Ein weiterer Weg ist das sogenannte Wächtler-Urteil. Hier gibt es ein sehr klares Urteil vom BfH von 2024. Dort hat der BfH bestimmt, dass bei einem Umzug spezifisch in die Schweiz die Wegzugsteuer nicht zu erheben ist, dass eine unbefristete zinslose Stundung der Wegzugsteuer gewährt werden muss seitens des deutschen Staates, dass allerdings aber vielleicht eine Sicherheitsleistung notwendig sein wird, da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Das sind also 2 Möglichkeiten, der Wegzugsteuer zu entkommen. Dann müsstest du nicht die Umwandlung in eine GmbH und Co. KG durchführen. Das musst du natürlich mit deinem Steuerberater besprechen und ich würde empfehlen, dass er dann eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholt, um bestätigen zu lassen, dass eben auch tatsächlich keine Wegzugsteuer fällig wird. Und wahrscheinlich müsstest du das tatsächlich sogar notfalls durchfechten, wenn du anderweitig kein Recht bekommst. Aber wie gesagt, nicht immer wird AHV auf die Gewinnausschüttungen aus der GmbH und Co. KG fällig. Das ist eben etwas, das man dann im Detail klären muss, vorbereitend auf deine Auswanderung in die Schweiz. So, das waren sie, meine beiden wichtigen Steuerfallen, die du als Unternehmer kennen musst, bevor du in die Schweiz umziehst. Wie gesagt, sprich mit deinem Steuerberater, sprich mit deinem Steueranwalt zu diesen Themen. Lass dich hier gut beraten. Natürlich kannst du gerne auch bei uns ein Beratungsgespräch buchen. Wir haben ebenfalls Zugang zu Top-Steuerberatern und Steueranwälten in der Schweiz, die diesbezüglich ausgesprochen kompetent sind. Details zum Beratungsgespräch auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Also zusammenfassend können wir sagen, die Schweiz, sie ist ein sehr schönes Land, sie ist ein sehr attraktives Land, aber es gibt dort doch einige steuerliche Komplexitäten, die man unbedingt beachten muss, wenn man als Unternehmer den Wegzug plant. Daher ist die richtige Beratung absolut essentiell. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, in die Schweiz umzuziehen. Ich habe selbst früher in der Schweiz gewohnt. Die Schweiz, sie war für mich das Sprungbrett. Sie war das erste Land, in das ich ausgewandert bin. Vor 25 Jahren, da habe ich tatsächlich die EU verlassen. Und jetzt helfen wir schon tatsächlich seit 20 Jahren Mandanten dabei auszuwandern, sich steuerlich im Ausland zu optimieren, ihr Vermögen vor der Zugriffigkeit der EU zu schützen, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, natürlich auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.